Du musst immer, wenn wir ihn auswählen, dann Cheer. Das ist ein bisschen nervig mit 8 Chars dann. Ja, aber man gewöhnt sich dran. Also wie gesagt, ich habe Cheer auf der Leiste. Partyfenster ist immer offen bei mir. Ist immer hinter der Facecam, deswegen seht ihr es nicht. Ist ja auch nicht wirklich schön anzugucken, das Partyfenster. Deswegen ist es auch versteckt. Aber ja. Klickst in der Party einfach immer den nächsten Char an. Zack, zack, zack. Cheer Nation. Dauert vielleicht 10 Sekunden. Und alle 8 haben Cheer. Also ja, es ist nervig, aber ich meine, rechne mal aus über 100 Stunden, hunderte Cheers, wie viel XP-Unterschied das macht. Also, ist halt einfach nur Teil des Grinds, würde ich sagen. Also es ist auf jeden Fall zu viel, um es nicht zu nutzen. Also wenn du es gar nicht nutzt, versus du nutzt es immer, dürfte das schon nach 100 Stunden einen gewaltigen Unterschied machen. Und 100 Stunden in Flyf ist ja nichts, ehrlich gesagt. Also langfristig gesehen. Also man sollte es schon mitnehmen. Ich meine, ich habe es auch schon oft vergessen, aber grundsätzlich sollte man es schon mitnehmen. Free XP. 8 Char zu cheeren machst du auch nur, wenn du Party auf Level ist. Und das, ja. Also normalerweise cheerst du immer deinen Main, wenn die Party auf Schaden ist. Und die Leecher immer, wenn die Party auf Level ist. Wenn die Party auf Schaden ist, dann hebst du deine Cheers einfach auf. Dann lässt du sie notfalls auch überstacken. Das ist dann nicht so schlimm, weil wenn die Party auf Schaden ist, kriegen deine Leecher sowieso nur sau wenig XP. Da lohnt sich das Cheer gar nicht. Eben. Und sonst, also Party auf Schaden habe ich gerade nicht. Deswegen hat der Main auch gerade keinen Cheer. Aber wenn die Party jetzt auf Schaden wäre, würde ich nur den Elle cheeren. Das müsst ihr ja dann nur einmal machen. Alle 10 Minuten. Das ist ja dann easy. Dann halt immer abwechseln, dass immer ein Cheer auf Cooldown ist. Und wenn dann die Party mal auf Level ist, ist dann meistens dann ist dann schon eine Stunde vergangen oder so. Wenn du immer abwechselst noch. Ich meine, momentan wechsle ich nicht wirklich ab, aber wenn du jetzt noch im Wechselmodus bist, Party Schaden, Party Level, Party Schaden, Party Level etc., dann sammelt sich ja dann immer auch gut wieder was an. Und dann cheerst du halt innerhalb von 30 Minuten alle Cheers jeweils 3-mal. Alle Chars meine ich. Dann sind deine Cheers eh leer. Dann dauert es ja 3 Stunden, bis sie alle wieder voll wären. Also es ist jetzt echt nicht so schlimm eigentlich. Also es ist echt nicht schlimm. Und es macht halt echt einen Unterschied langfristig, wenn man das immer macht. Oder immer öfter. Sollte man schon mitnehmen. Apropos, vergesst nicht eure Cheer Nation. Also spätestens dann, wenn du den Punkt erreichst, also ich verstehe sowas so aus Faulheit oder aus Bequemlichkeit, sowas nicht zu machen. Aber da musst du es halt immer so sehen, vor allem bei der 8-Char-Taktik. Du wirst irgendwann den Punkt erreichen, wo sich alles so unfassbar langsam anfühlt. Vor allem, wenn die Party auf nicht auf Schaden, sondern auf Level gestellt ist. Irgendwann erreicht man immer den Punkt, wo es sich einfach, oder gibt auch manchmal einfach Spots, die ätzend sind. Also Monster-Spots, Spawns, die du einfach nicht magst. Wo du einfach so gefühlt so schnell wie möglich wieder abhauen willst und so. Und genau in diesen Momenten wirst du es dann bereuen, dass du dich nicht gecheert hast, weil genau dann wäre es halt nochmal ein bisschen schneller vorbei gewesen, der ätzende Teil. Bis du vielleicht das nächste Equipment-Upgrade erreicht hättest, wo es dann wieder spannender oder spaßiger wird. Oder bis du ja diese Monsters endlich skippen kannst, die dir nicht gefallen. Aus welchem Grund auch immer. Oder der Spawn, der dir nicht gefällt. Etc. Also schneller ist ja eigentlich immer besser in Terms of Levelgeschwindigkeit auf jeden Fall. Also es ist ein notwendiges, also ein kleines Übel, aber ein sehr notwendiges, denke ich. Aber wirklich einen Unterschied kann es halt nur machen, wenn man es auch immer halbwegs gewissenhaft macht. Ich meine, wenn du dich einmal am Tag cheerst, macht das natürlich keinen Unterschied. Aber wenn du halt 3 Stunden levelst und du auch dein Cheer immer auf Cooldown hältst und dich dann halt auch wirklich... Also mal angenommen, du bist immer ein bisschen AFK, also du fängst quasi immer mit 3 Cheers an, die du vom AFK-Sein hast oder so. Und während du dann 3 Stunden levelst, kriegst du ja nochmal 3 Cheers, wenn sie auf Cooldown richtig sind, von Anfang an. Also wenn du schon beim ersten Ding den Cooldown startest, dann kriegst du innerhalb der 3 Stunden nochmal 3 Cheers. Und dann kannst du dich eine komplette Stunde cheeren, sind eine Stunde 5% mehr XP.
Und klar, auf diesen einen Tag, auf diese eine Stunde mag es kaum einen Unterschied machen, aber dann auf 10 Stunden, auf 100 Stunden macht es sehr wohl einen Unterschied. Statt 100%, 105%. Statt 10%, 10,5%. Und das dann jeden Tag, über Wochen, Monate. Aber muss ja jeder selber wissen. Ich sag mal so, wer sich's leisten kann, das komplett zu ignorieren, muss er dann auch mit den, in Anführungszeichen, Konsequenzen leben. Sag ich mal. Aber es ist echt einfach nur, es ist dieses klassische in Flife. Du musst halt einfach dran denken. Mehr ist es nicht. Einfach dran denken. Das ist der schwierigste Teil, einfach dran denken. Genau wie mit den NPCs. Wenn man es einmal drin hat, einmal das Haus gekauft, einmal die NPCs gekauft, das ist das Schwierigste, dass du jeden Tag auch dran denkst, sie auf- und abzubauen. Und das sind halt diese ganzen Kleinigkeiten. Kleinvieh macht auch Mist. Immer NPCs laufen haben, gegebenenfalls sogar doppelte NPCs mit Couple Housing. Immer NPCs laufen haben, immer, wenn möglich, Cheer laufen haben. Das macht halt auf lange Sicht einfach einen riesen Unterschied. Aber halt natürlich nicht auf eine Stunde gerechnet. Auf eine Stunde macht so gut wie keinen Unterschied. Aber ich wiederhole mich, also ich denke, ich habe genug Gründe aufgezählt, für die es sich lohnt.